Auf der Boot sind wir am Stand von Dynamic Nord in Halle Nummer 12. Hier ist der Martin. Ich grüße dich ganz herzlich. Martin, gell? Ja, Martin ist richtig. Ja, das ist was ganz, ganz Tolles, was du in der Hand hast. Das ist ein Trockentauchanzug. Die Taucher werden sich jetzt totlachen und sagen, das weiß ich ja alles schon, das ist bekannt. Aber der Normalbürger, der weiß gar nicht, hier kannst du quasi in deinen ganz normalen Klamotten reinsteigen. Du wirst nicht nass. Innen. Du kannst es theoretisch und praktisch auch machen. In Wirklichkeit nimmst du nicht die normalen Klamotten, sondern du hast ein entsprechendes Unterzeug, das sich dann eben warm hält, weil der Anzug ist ein Trilaminatanzug, der hat selbst keine Wärmeisolierung. Deswegen brauchst du dann einen Wärmeschutz, der drunter ist. Im kalten Wasser ist es eklig. Frieren, es gibt nichts Schlimmeres als frieren. So, ich habe eben mit Leuten gesprochen, die sagen, in Deutschland kann man zum Beispiel in irgendwelchen Silos und so weiter tauchen oder in irgendwelchen Kühltürmen, die es zum Beispiel gibt. Das hat mir einer gesagt, da kann schon sehr kalt werden, oder? Ja, also kann kalt werden, aber richtig kalt wird es im ganz normalen Wasser, weil wir in unseren Gewässern selbst im Sommer um die 4 Grad Kälte haben. Im See zum Beispiel, wenn ich ein bisschen tiefer tauche zum Beispiel? Ja, also selbst im Sommer, wenn du an der Oberfläche 20 Grad hast, ab 20, 30 Meter Wassertiefe geht das unter 10 Grad und das tut weh. Ihr seid jetzt ein Hersteller, richtig? Oder? Wir sind ein Hersteller und zwar wir sind in Neugründung. Wir sind hier auf der Boot das allererste Mal öffentlich gegangen. Wir haben im Verborgenen 4 Jahre lang gearbeitet, um eine komplette Produktlinie zu entwerfen. Da sind wir jetzt soweit. Deswegen auch jetzt an der Boot das erste Mal öffentlich. Komm, ich mach mal ein bisschen Werbung für euch. Wenn es gerade noch mal zurückhängst bitte, sag mal so nett. Es wiegt ungefähr wie viel? Der wiegt ungefähr 2,6 Kilo sowas. Ja. So, 2,6 Kilo. Unter Wasser ist es egal, habe ich gelernt. Ist richtig. Und hier unten, da sind die Schuhe mit drin und die sind auch fest verbunden, richtig? Ja, die Schuhe sind fest mit dem Anzug verbunden. Es sind auch spezielle Schuhe. Das Material hier ist ein sogenanntes Crosslining. Das heißt, selbst wenn man eine schlechte Wasserlage hat und Luft in die Füße gehen würde, dann bläht sich der Stiefel nicht auf und man behält die Kontrolle, wenn man die Flossen da dran hat. Okay, also das ist was ganz Besonderes. Jetzt nochmal Trockentauchanzüge. Ich kenne das ja, diese Neopren. Ich war mal auf dem Malediven, den kleinen Tauchschein gemacht, schon ewig her. Das ist was ganz anderes. Und die Anwendung, sagst du, ist für kalte Gewässer? Ist das richtig? Ja, also Trockentauchanzug generell eigentlich immer da, wo du trocken bleiben willst. Entweder kaltes Wasser oder im Berufsbereich, professionellen Bereich, bist du halt auch mal in kontaminierten Gewässern unterwegs. Ist auch ganz gut, gell? Da willst du nicht nach Kloake oder irgendwas. Und da willst du nichts mit Wasser zu tun haben, ja. So, das habe ich gesehen. Ich habe mal so eine Bergung gefilmt von einem Schiff und da waren die stundenlang im Wasser, mussten Leinen unter dem Schiff anbringen, so Tragegurte und so weiter. Also die Profis, die haben sowas. Da vorne sind tolle Taschen dran. Ist das fürs iPhone oder was kann ich da reinmachen? Ja, iPhone kannst du da reinmachen, aber wenn du wieder rauskommst, wirst du nicht glücklich, weil das iPhone abgesoffen ist. Da kommen einfach Ersatzmasken, Tools rein. Die Taschen selber sind auswechselbar über ein sogenanntes Moll-System. Hauptsächlich bekannt aus dem Bereich Armee-Anwendungen, weil einfach viele unterschiedliche Taschen sicher da befestigt werden können. Kannst du kleine nehmen, kannst du große ranpacken. Du kannst kleine Flaschenhalterungen ranmachen für Tariergase. So sind wir da einfach komplett modular aufgestellt. So, was ist das da? Das ist so ein Neopren, oder? Das ist ein klassischer Neoprenanzug. Im Gegensatz zu dem, den wir gerade in der Hand hatten, ist das ein Nassanzug, weil du da drin nass wirst. So, ich habe das ja so gelernt, am Anfang ist kalt, da läuft das Wasser rein und das erwärmt sich dann mit der Körpertemperatur und hält dann quasi dicht. Und wie tief kann ich denn tauchen hiermit? Die Tiefe selber ist jetzt eigentlich nicht wirklich über das Material limitiert. Die Tiefe ist eigentlich eher über die Physiologie limitiert. Für einen Sporttaucher würde ich da die Grenze bei 40 Meter irgendwo sehen. Okay, also ich habe ja keine Ahnung. Das, was ich wusste immer, ist, dass man zum Beispiel sehr langsam auftauchen muss und auch irgendwann mal auftauchen muss. Was ist das denn hier, was ich hier sehe? Das hier ist ein Tauchcomputer. Der misst alle wichtigen Parameter wie Tiefe, Zeit und entsprechend der Tiefe und der Zeit, die du verbracht hast während des Tauchgangs, berechnet der deine Aufstiegsgeschwindigkeit und die Stufen, die du einhalten musst, um eine entsprechende
Dekompression durchzuführen. Okay, dass du nicht zu schnell auftauchst, glaube ich, dann ist so die Kohlensäure-Effekt in der Flasche, der kommt. Im Prinzip so kann man sich das vorstellen. Wenn eine Druckentlastung zu schnell stattfindet, passiert genau das. Wenn man eine Wasserflasche mit Gas zu schnell aufdreht, dann perlt Gas aus. In der Wasserflasche sieht es lustig aus, im Körper ist es aber nicht mehr lustig. Ja, das kann lebensgefährlich. Ist eine Gasembolie und kann lebensgefährlich sein. Ja, hier vorne sieht man Taschen, habt ihr auch ein Nochmal, ihr habt quasi eine komplette Produktlinie aus der Taufe gehoben und das ist Erstpremiere hier auf der Messe. Ja, genau so ist es. Ja. Wir haben wirklich 4 Jahre lang im Verborgenen gearbeitet. Wer hat denn das bezahlt 4 Jahre lang? Hat sie so viel Geld? Oder? Da steckt eine Familie im Hintergrund, die keinen Wert auf Öffentlichkeit legt. Okay, das heißt, das Ganze wurde ordentlich durchfinanziert, geplant. Also das Planung ist euch wichtig, lieber ein bisschen länger und dann richtig, oder wie? Genau so ist es, ja. Der Brand, das ist ja auch so eine Geschichte, weißt du machst einen Namen, das muss man ja vorher ganz genau prüfen, weil wenn du das mit Hauruck auf den Markt bringst und da kommt einer, was weiß ich, mit Weltrechten von irgendwas, das habt ihr geprüft, oder? Das haben wir geprüft, wir haben es auch entsprechend angemeldet. Unser Markenname Dynamic Nord ist eine Kombination aus Dynamic und Nord. Wir haben weltweit angemeldet die Wortmarke und die kombinierte Wortbildmarke. Und da musst du einfach sicher sein, dass es in allen Ländern durchgeht. Man muss warten, glaube ich, bis es überall durch ist, oder? Ja, so ist es, ja. Und Dynamic fanden wir einen ganz passenden Firmennamen für uns. Das deutsche Nord einfach als Hinweis darauf, dass wir eine deutsche Company sind. Und wenn du jetzt auch noch unser Logo anguckst, dann sieht es schon so ein bisschen aus wie eine Kompassnadel und da haben wir dann wieder so einen Schulterschluss. So, guck mal hier unten, Dyna Skin. Ihr habt also schon viele Unterbegriffe schon definiert. Sag mal hier, die Leute, die hier arbeiten, das sind so typische Taucher, die sehen natürlich alle so gut aus, oder? Oder sind das Models? Nee, also die Leute, die wir jetzt hier auf den Aufnahmen haben oder auch in unseren Katalogen, Webseiten, das sind natürlich Models. Die Anzüge, die ganzen Produkte sind aber natürlich nicht nur für Models gemacht, sondern für normale Leute mit normalen Figuren. So, ich zeig's mal. Die halt alle haben. Ja, vieles kommt ja auch aus Fernost. Da kann man aber wahrscheinlich auch kaufen, was man will. A, Frage, kommt es aus Fernost? Und B, wie ist die Produktqualität? Weil du kannst ja auch ein iPhone in Fernost kaufen, du kannst auch ein ganz billiges Smartphone kaufen. Ja, genau so ist es, ja. Also als wir angefangen haben, die Firma zu planen, haben wir gesagt, wir wollen so viel wie möglich europäische Fertigung haben. Wir wollen uns unabhängig von anderen Kontinenten machen. Es war 2018. Da hat keiner von uns irgendwas von Pandemie oder Russland-Ukraine gewusst. Es war einfach ein Glücksgriff, diese Entscheidung damals zu fällen. Bist du Schwabe eigentlich? Ja, bin ich. Echt? Kann meine Wurzeln nicht. Aber nur so ganz leicht hört man es, ja. Du bist gar nicht so hart schwäbisch wie in Stuttgart jetzt auf der CMT. Also tatsächlich komme ich aus Nürtingen, aber ich bin mittlerweile so viel rumgekommen, ich habe irgendwo überall ein bisschen was aufgeschnappt. So, das hier ist, glaube ich, so ein Tarier-Ding, oder? Das ist ein Tarier-Jacket. Sorry, Jacket, ja. Mit dem kann der Taucher unter Wasser den Schwebezustand herstellen. Wir sagen da hydrostatisches Gleichgewicht dazu. Man kann sich genau auf jeder Tiefe austarieren, ist dann gewichtslos. Frage, ist das jetzt hier Direktvertrieb oder baut ihr jetzt irgendwie ein Händlernetz auf? Wir bauen ein Händlernetz auf. Das wird jetzt aktuell europaweit aufgesetzt. Und wir haben hier die letzten Tage ein unheimliches Echo. Jeder ist natürlich sehr neugierig, wer steckt hinter der Marke, was macht ihr, wie macht ihr es, was habt ihr vor? Und ich sag mal so, ganz große Marktbegleiter als Vollsortiment. Wenn du mal gerade so lieb bist, 1, 2 Namen mal nennst, weil ich kenne mich ja nicht aus. Ja, also große Marken, Scuba Pro, Mares, Aqualung, Cressi, Seag, das sind alles. Ist das so vergleichbar mit, ich sag mal, zum Beispiel Nike und Adidas, solche Marken? Also du bist da Vollsortimenter? Im Bereich Tauchsport gerne, ja, durchaus. Da sind es alles Vollsortimenter und in den Bereich der Vollsortimente reihen wir uns jetzt mit ein. Ja. So, ihr habt natürlich auch an die Frauen gedacht, so feminine Farben, die gibt es auch. Kann man ja heute gar nicht mehr so sagen. Die Frauen ziehen, glaube ich, auch das Zeug von den Männern an, aber viele, ich kann mir vorstellen, das muss man auch im Programm haben, oder? Ja, muss man haben, ja, denn es gibt nach wie vor die Nachfrage. Die Leute wollen individuell sich ausstatten. Wir haben hier in der Company sogenannte Signature Colors definiert und diese Farben ziehen sich komplett durch die ganze Range. Da muss
das Rot dieser Maske das gleiche sein wie vom Schnorchel, wie von der Maske, wie von der Flosse oder von dem Jacket. Alles muss. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ihr habt in den Produktionsländern natürlich Scouts darum sitzen, die machen denn wahrscheinlich, gucken genau nach, dass alles ordentlich ist. Ja, weil ich glaube, die Qualitätskontrolle auch nochmal ein ganz großes Ding, oder? Die Hallenluft hier ist krass, oder? Nach wie vielen Tagen jetzt bist du hier? Eine Woche? Ja, ich bin die ganzen Tage da. Es ist heute der 7. Tag. Okay, das hier ist die Raucherhalle. Nicht die Raucherhalle, die Taucherhalle. Die Taucherhalle, ja genau. So, das ist nochmal Neopren, denke ich mir. Dann hast du hier lauter Taucherbrillen. Was kauft denn der geneigte Taucher denn noch ganz gerne? Flaschen habt ihr keine, oder? Nee, also Flaschen und Blei, das sind 2 Artikelgruppen, die wir nicht führen. Da gibt es spezielle Anbieter dafür und die Spielwiese überlassen wir denen gerne. Ja. Sehr schön. Also, habe ich verstanden. Das ist aber hier zum Beispiel hier so eine Maske hier, die habt ihr. Das ist eine Maske, die wir haben. Hier ist auch was ganz Spezielles. Das ist ein sogenanntes DIS, Diver Information System. Das heißt, ach, das spiegelt dir den Tauchcomputer ein, oder wie? Der Tauchcomputer, den wir uns vorher angeguckt haben. Warte mal, ich schalte den schnell wieder ein. Den wir uns vorher angeguckt haben und den du als normale Armeinheit hast, genau der gleiche Computer ist hier auf der Maske aufgesetzt und spiegelt dir das in die Maske ein. So hast du immer die Hände frei als Tauchlehrer. Wenn du Schüler links und rechts dran hast, da brauchst du freie Hände. Oder eben auch im Bereich militärische Anwendung, da brauchst du auch freie Hände und musst immer die Information haben, wo bist du, wie tief bist du, wie kommst du raus. So, und das sind wir schon beim Thema Militär. Das sind wahrscheinlich keine Naturliebhaber, die sowas anziehen, oder? Nicht wirklich. Es sind eigentlich eher die Leute, die nicht gesehen werden wollen. Ja. Wir haben hier ein spezielles Kammermuster. Das kann angepasst werden auf die geografischen Gegebenheiten von Arktik. Von Arktik über Wüste, über Dschungel. Die Besonderheit bei dem Anzug ist, er gibt keine Infrarotsignatur mehr. Das heißt, wenn versucht wird, einen... einen Scan zu machen, vom Hubschrauber zum Beispiel, ja. Ah, krass, echt? Ist ja nicht mehr sichtbar, der Kerl, ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in ein solches Gebäude einbreche und den anziehe, dann gehen die Ah ja klar, wenn ich Ultraschall habe, dann geht es auch schon wieder nicht mehr. Wir müssen unterscheiden. Thermische Signatur gibt es, aber Infrarot ist ja nicht mehr aufklärbar. Echt? Ja. Wie habt ihr das denn gemacht? Ist das ein Geheimnis, oder? Naja, da muss ich jetzt leider passen und... ist nicht so schlimm, es funktioniert, sagst du, ja. So, hier vorne, ihr habt doch Taschenlampen, sind die auch wasserdicht? Die sind wasserdicht, Anwendung bis 100 Meter, natürlich, ja. Schön, also das habt ihr... Verschiedene Stärken, 1200 Lumen, 2000 Lumen, verschiedene Stärken klassenschaltbar. So, was ist das da vorne für eine Uhr? Ist das eine Taucheruhr? Das heißt, ich brauche keine Sea-Dweller mehr, sondern habe mir... Ist eine ganz klassische Taucheruhr. Ich kann sie jetzt sogar drehen. Eine ganz klassische Taucheruhr ist heute eigentlich mehr ein Accessoire als notwendig, weil die Information, die da drin ist, die gibt ja auch immer der Tauchcomputer. Aber ist schick, oder? Ist schick, ja. Viele Leute stehen da trotzdem drauf und wollen eine Taucheruhr, um an Land zu zeigen, ich bin Taucher. So, guck mal hier vorne, was ist das da, der Rucksack? Der Rucksack ist eine Tasche, die speziell für Apnoe-Taucher gemacht ist. Apnoe-Taucher haben immer sehr lange Flossen. Was ist das Apnoe-Taucher? Apnoe heißt ein Tauchgang mit Luftanhalten ohne Gerät. Habe ich mal probiert, kann ich tauchen unter Wasser ungefähr 1 Minute 20, wenn ich ganz lang geübt habe, aber die können das noch viel länger, oder? Also da geht es in dem Bereich über 10 Minuten bereits. Ja. Echt? Hast du es gewusst, Sandra? Ja, ich habe mal eine Doku drüber gesehen. Das ist faszinierend. Ja. Können Sie das auch? Nee. Also ich bin in meinen aktiven Zeiten bei 5 Minuten 50 geendet. Nach heutigen Maßstäben ist es nicht mehr wirklich prickelnd. Ja. 5 Minuten, nicht atmen. Das ist ja krass, ja. Dann kann ja, ich sag mal, die Zombie-Attacke kommen, ja, dass sie dich nicht mehr hören oder so. Aber das ist ja ein richtiger Sport, muss man sagen. Die Leute sind total verrückt, die das haben. Training, ja, braucht wirklich viel Training und bestimmte Techniken, ja. So, ihr habt noch viel mehr, das würde jetzt sehr weit führen. Also geht mal auf die Seite, also hauptsächlich auch Taucheranzüge, großes Thema nehme ich an. Aber ihr habt auch Seile, ihr habt
Ja, Brillen, die finde ich besonders schön, die Brille, denn Masken, das sind jetzt eigentlich spezielle Masken für die Apnoe-Taucher. Bei Apnoe-Tauchern ist es wichtig, dass die Maskenvolumina innen sehr klein sind, denn bei zunehmender Tiefe wird natürlich das Luftvolumen hier drin komprimiert, wird dann auch ausgeglichen. Und je weniger Volumen ich von vornherein drin habe, umso weniger muss ich ausgleichen. ach so, wenn du ja gar nicht atmest, dann darfst du ja auch schnell ganz große Tiefen und wieder zurück machen, ja, richtig? Ja, kann man machen innerhalb bestimmter Grenzen. Die Grenzen sind heute schon so weit von den Sportlern ausgelotet, dass es teilweise sogar schon Deko-Unfälle gegeben hat mit Apnoe. Deko ist Dekomprimierungsunfall. Dekompressionsunfall, ja. Dekompressionsunfall. Was ist das da? Das ist ein Sauerstoff-Kreislaufgerät. Das ist eine Geschichte, die wir hier zeigen, die aber rein einer militärischen Anwendung vorbehalten ist. Was ist denn das, ein Sauerstoffkreislauf? Sauerstoffkreislauf heißt, es ist hier ein Absorptionsbehälter drin. Ich habe einen Kreislauf, eine Flasche, die Sauerstoff hier abgibt. Ach so, wie in der Raumfahrt so ein bisschen. Ja, genau. Du atmest im Prinzip deine eigene Ausatemluft über einen Kreislauf wieder ein. Dazwischen drin findet aber eine Reinigung deiner Ausatemluft statt. Das CO2 wird absorbiert. Die Feuchtigkeit auch, oder? Feuchtigkeit mit, ja. Okay, krass. Und das darf man so mal, ich sag mal, das wird bei normalen Tauchern nicht verwendet, oder? Es gibt im Bereich Sporttaucher mittlerweile eine sehr gut organisierte Szene mit Kreislaufgeräten. Speziell dieses Gerät wird aber nicht bei Sporttauchern den Einsatz finden. Ja. So, das sieht man. Also das heißt, ihr seid richtiger Vollsortimenter. Wie waren denn die Reaktionen von den Kollegen? Haben die es gewusst, dass ihr kommt? Weil die Marke wurde ja angemeldet, die gucken ja auch so ein bisschen, was ist in den jeweiligen Markenklassen so aktuell, was kommt da so ein bisschen? Also es war überraschend, dass eigentlich so gut wie keiner damit gerechnet hat, dass wir hier auftauchen. Ich denke, unsere Mitbewerber, die waren während der Zeit Corona mit vielen anderen Problemen beschäftigt, als zu gucken, wer meldet welche Marke an und wer arbeitet da wo, eventuell im Verborgenen. So, was ist deine Aufgabe bei der Company? Meine Aufgabe ist die Firmenleitung. Ja. So, du bist der Chef quasi. Geschäftsführer, ja. So, du kümmerst dich darum, dass der Laden läuft und hier sind ganz viele engagierte Mitarbeiter. Komm, wir gehen mal zu dem einen, der uns hier hingeschleift hat. Der nämlich zufälligerweise mit der Sandra befreundet war, vor 10 Jahren. Ich habe sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und da hat er gesagt, du musst mal hier vorbeikommen. Ich grüße dich ganz herzlich. Du, jetzt mal deine Aufgabe, du bist hier angestellt oder machst ein Praktikum oder was machst du? Ehrlich. Wir sind im Design-Team von Dynamic Nord. Also wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, angefangen. Du bist dafür verantwortlich, dass es so schön aussieht, Mitunter. oder wie? Mitunter. Ja. Wie viele Leute seid ihr im Design? Wir haben im Designbereich 4, 5 Leute, glaube ich. Ne? Und ja, ich meine, die schiere Menge an Produkten ist natürlich allein auch nicht zu bewältigen. Und, sag mal, jetzt mal ehrlich, wenn du das fertige Produkt jetzt siehst, wo du ja dran mitgearbeitet hast, macht das einen ein bisschen stolz? Oder? Ja klar, natürlich. Also das ist, wenn man das dann mal sieht, wie es zum Leben erweckt, ja, wenn man es anfassen kann und endlich die Leute auch mal auch beim Feedback geben. Und, das ist doch cool, wenn man sieht, wie kommt das an, das Design. Ja. Sandra, du bist ja auch Designerin bei uns bei Medien Saarland. Gefällt dir das Design? Jetzt sag nichts Falsches, er steht neben mir. Und er sieht stark aus. Ja, es gefällt mir. Ich habe zwar 0 Berührungspunkte mit dem Tauchen, aber das, was ich sehe, ist schön. Schön. So, also Dynamic Nord, wahrscheinlich war die URL schon weg, oder? Die Internetadresse. Die ist bereits aktiv, dynamicnord.com. Habt ihr aber Glück gehabt, ja. Das heißt, da habt ihr euch wahrscheinlich als allererstes drum gekümmert, ja. Erstmal zu gucken, es sind ja 1000 Sachen zu beachten. Also nicht nur die URL, Facebook, heute Social Media ein großes Thema, oder? Wir haben eigentlich unser gesamtes Timing auf den Beginn der Boot abgestellt. Das heißt, wir gingen hier öffentlich, die Webseite ging öffentlich. Unsere Unterlagen, Händlerunterlagen, Webseite, Katalog war fertig zum Termin. Es war einfach der große Big Bang. Und haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. Habt ihr schon ein bisschen was da kauft eigentlich auf der Messe oder ist es hier keine Verkaufsmesse für euch an die Händler? Es ist, also wir verkaufen hier auf der Messe selbst. Order meine ich. Ja, Orders haben wir ordentliche bereits gekriegt. Das Ziel hier ist natürlich mal ein komplettes Händlernetz aufzubauen. Das Interesse der Händler ist riesig groß, also macht uns stolz, weil uns zeigt es, dass wir 4 Jahre hier keinen Quatsch gemacht haben. Ja, 4 Jahre im Verborgenen gearbeitet. Das heißt auch für dich, du bist schon seit 4 Jahren dran, oder wie? Ja. Echt? Von Anfang an, ja. Ich stell mal vor, der wäre jetzt so, nach 3,5 Jahren hätte die Geschäftsleitung gesagt, wisst ihr was,
Der Markt hat sich geändert, wir stampfen wieder alles ein. Das passiert teilweise bei anderen Firmen. Ja, ich denke aber, bei unseren wird das nicht passieren. Er ist ja schon hier, ja. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Dynamic Nord, und ich befürchte, ihr werdet noch einiges hören von dieser Firma hier. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. In der Taucherhalle Nummer 12, glaube ich, sind wir hier, gell? Halle 12. Unsere Standnummer ist B15. Ja, es wird leider nach der Messe erst ausgestrahlt. Also insofern, geht mal auf die Webseite drauf. Ihr seid nahbar. Martin war das, gell? Genau so. Martin, ich danke dir recht herzlich. Und ja, hast du gut gemacht, uns hier hinzuschleifen. Vielen Dank. Weil das wird der einzige Bericht aus der Taucherhalle werden, überhaupt von der ganzen Boot, ja, weil wir keine Zeit haben. Super. Tschüss und cooles Design. Dankeschön. Tschüss euch allen. Ciao, ciao.